Situation schauen wir uns noch mal genauer an mit unserem Studiogast Dr. Klaus Wittmann, General AD. Herzlich willkommen im Studio. Tag, Herr Aubel. Ja, Herr Wittmann, die Ukraine rückt weiter vor. Kann es denn gelingen, die Region Kursk dauerhaft zu halten? Das ist die Frage, ob das überhaupt die Absicht ist. Es ist ja ein gelungener Handstreich zunächst einmal, der Russland völlig überrumpelt hat. Und wenn man die Reaktionen von Experten und in der Presse sieht, das reicht von Russland beginnt den Krieg zu verlieren oder Ukraine droht das Narrativ vom verlorenen Krieg, dreht das Narrativ vom verlorenen Krieg bis hin zu das Kursk-Manöver könnte das militärische Ende der Ukraine einleiten. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Man weiß auch wenig über die ukrainischen Motive. Dazu komme ich vielleicht gleich noch einmal. Und man weiß nicht, ob sie dauerhaft die Region besetzen wollen als Verhandlungsfront oder ob sie, nachdem sie die russischen Truppen genügend destabilisiert haben und vielleicht auch zum Abzug von russischen Truppen an der Donbassfront beigetragen haben, ob sie dann einen eleganten Abgang machen und zeigen, das können wir, wenn man uns lässt. Also ob das am Schluss ein Gamechanger war, ein gelungener Husarenstreich oder eine fatale Zersplitterung ukrainischer Kräfte, das ist noch nicht ausgemacht. Also wir hören immer wieder, dass Russland zwar überrascht wurde, aber dass Russland offensichtlich doch Truppen in der Hinterhand hatte, die es dorthin schickt. Also sozusagen diese Absicht, dass die Truppen von der Front abgezogen würden, dass sich das nicht bewahrheitet hat. Ja, das hat ja vorhin Ihr Korrespondent aus Moskau auch gesagt. Wenn das einer der Zwecke war, dann sind noch nicht sehr viele Truppen, aber einige wohl schon abgezogen worden von der Donbassfront und was da an russischen Reserven jetzt aus dem Hinterland herangebracht wird, da kann man seine Zweifel haben. Da habe ich ja oft genug schon erlebt, wie unausgebildete Rekruten dort dann ins Feuer geworfen wurden. Also ich glaube, die Ukraine hat weiterhin das Heft des Handelns in der Kursk-Region in der Hand. Es hieß ja auch, also der Präsident Zelensky hat gesagt, er brauche im Prinzip noch die Erlaubnis auch des Westens, um jetzt russische Stellungen hinter der Front anzugreifen. Also die Strategie scheint schon zu sein, immer mehr auch auf russisches Kernland zu gehen. Ja, er hat sich ja jetzt auch zu den Motiven geäußert und gesagt, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt werden muss, dass Russland auch spüren soll, wie es ist, wenn der Krieg auf seinem Territorium sich abspielt. Und das Motivbündel ist ganz breit. Befreiungsschlag wiederergreifen der Initiative, neues strategisches Narrativ, auch Stärken der Moral im ukrainischen Volk, Entlastung anderer Abschnitte der Front, Demonstration der russischen Schwächen, vielleicht auch die Schaffung von Pufferzonen, dort von wo aus ständig ukrainisches Gebiet beschossen wird. Und insofern ist das Ganze auch eine enorme Demütigung für Präsident Putin. Und wenn der jetzt von Provokationen lamentiert, dann ist das zynisch oder fast lächerlich. Im Übrigen als Historiker ist mir auch bewusst, welche Rolle Kursk gerade im großen Vaterländischen Krieg gespielt hat. Und ausgerechnet dort findet diese Demütigung der russischen Führung statt. Das ist schon enorm. Und was Sie sagten über die westlichen Genehmigungen oder Beschränkungen, da kann ich nur ganz deutlich wiederholen. Die Beschränkungen, die wir der Ukraine auferlegen für die Nutzung westlicherseits gelieferter Waffen, die finde ich absurd und die helfen Putin. Und wenn der Bundeskanzler sagt, das sind mit der Ukraine einvernehmlich vereinbarte Regelungen, dann kann ich nur sagen, völlig falsch. Es sind der Ukraine aufgezwungene Beschränkungen. Und wenn der Kanzler sagt, die funktionieren, dann kann ich nur sagen, die funktionieren nur für Russland. Und diese Eskalationsangst und die Rücksichtnahme auf Putin, was ich alles zusammenfasse unter dem Begriff Selbstabschreckung, das muss endlich aufhören auf westlicher Seite. Die Ukraine hat jetzt gezeigt, was sie kann in puncto Überraschung und Flexibilität und Ergreifen der Initiative. Und ich füge hinzu, damit sehe ich auch, was sie könnte, wenn man sie ließe. Und es muss endlich das Mantra der Ukraine helfen, so lange wie nötig ersetzt werden durch mit allem Erforderlichen und vor allen Dingen zeitgerecht. So viel Zeit ist schon verloren gegangen. Das ist die Meinung und die Einschätzung von General AD Klaus Wittmann. Ich bedanke mich.
Ich danke Ihnen.